Du Leguan, du Riesenkalmar, du Weinbergschnecke, du Tausendfüßler. Warum funktionieren bestimmte Gleichsetzungen mit Tieren als Beleidigung, andere aber nicht? Ich grüße euch. Wisst ihr noch damals, als Klaus Kinski auf der Bühne stand und über Jesus meinte, er hätte eine Peitsche genommen und Kritikern in die gehauen und einen Zuschauer beleidigte mit "Du Sau"? Nun, das sagt viel über Klaus Kinski aus, aber noch mehr sagt es über unsere Gesellschaft aus. Wir können die Macht der Sprache, wenn es um Tiere geht, mal wieder gar nicht hoch genug ansetzen. Tiere sind nicht an sich anders, wir machen sie durch Sprache anders. Menschen sind schwanger, Säugetiere trächtig. Menschen haben Säuglinge, Tiere Junge. Tote Menschen sind Leichen, tote Tiere Kadaver. Menschen essen, Tiere fressen. Menschen gebären, Tiere werfen. So grenzen wir Tiere aus. Wir machen sie minderwertig. Wir machen sie anders. Und anders bedeutet, wir haben das Recht, Tiere zu nutzen und zu töten. Durch Sprache erschafft der Tierkonsum seine eigene Wirklichkeit und rechtfertigt sie zugleich. Es gibt noch einen weiteren Aspekt. VeganerInnen wird oft vorgeworfen, Tiere zu vermenschlichen. Der Fachausdruck ist, wartet mal, ich muss mal ganz kurz Luft holen, Anthropomorphisierung. Bleiben wir doch lieber bei Vermenschlichung. Also, wir schreiben Tieren menschliche Eigenschaften zu. Und auch das sagt mehr über uns als über Tiere aus. Schweine zum Beispiel sind sehr intelligente Tiere. Im Intelligenzranking von Tieren stehen sie an 4. Stelle, noch vor Hunden und Katzen. Und reinlich sind Schweine auch. Schlafplatz und Toilette sind getrennt, also wenn die Schweine die Möglichkeit haben. Auf einem Quadratmeter ist da aber nicht so viel mit räumlicher Trennung. Interessant übrigens, Wissenschaftende haben in einer Studie nachgewiesen, dass Menschen Tieren, die sie essen, weniger geistige Fähigkeiten zusprechen. Und denkt ihr eigentlich, dass es Zufall ist, dass diejenigen Tiere, die wir essen und tragen, negative Eigenschaften haben? Blöde Kuh, sturer Bock, fauler Esel, Lackaffe, diebische Elster, eitler Gockel, sorry Olli, dumme Sau, aber auch Aussagen wie "ich schwitze wie ein Schwein" oder "du stinkst wie ein Iltis". Die Tiere, die wir halten, essen, nutzen, jagen und töten, haben fast ausnahmslos negative Eigenschaften. Am Ende ist es aber ethisch gar nicht relevant, wie intelligent Tiere sind. Relevant ist, dass sie leiden und empfinden können. Halten wir fest, also wir als Gesellschaft, werten Tiere durch Sprache ab. Das macht es legitim, sie zu konsumieren. Aber manche Tiere haben auch positive Eigenschaften. Stark wie ein Löwe, schlau wie ein Fuchs, gemütlich wie ein Bär. Ja, das stimmt, aber keines dieser Tiere essen wir. Trotzdem sollten wir wieder mehr Tiere mit positiven Eigenschaften besetzen. Mir fällt allerdings nichts ein. Ich hab da was. Du bist reinlich wie ein Schwein. Oder du bist neugierig wie eine Kuh. Du bist gelassen wie eine Ziege. Oder du bist cool wie ein Kaktus. Hey, das ist super, aber was machen wir mit Sprichwörtern und Redewendungen? Also zum Beispiel Butter bei die Fische, ein Hühnchen rupfen oder mit Speck fängt man Mäuse. Das ist gar kein Problem. Zum Beispiel jetzt mal Blumenerde auf die Wurzeln. Oder da haben wir noch ein Blatt zu pflücken. Oder mit süßen Blüten lockt man Bienen. Und Beleidigungen? Es wäre doch gut für die Welt, wenn Menschen sich nicht beleidigen würden. Aber wenn es schon sein muss, dann hilft ein Blick in die Welt der Pilze. Zum Beispiel, du üppiger Grünspantäuschling. Oder du gemeiner Samtfußrübling. Oder du dickschaliger Kartoffelbovist. Ach Karl, schön, dass du wieder da bist. Schauen wir uns noch eine zweite Funktion von Sprache an. Durch Sprache beschönigen oder verschleiern wir die Wirklichkeit. Biohaltung, artgerechte Haltung, Freilandhaltung, Intensivtierhaltung, humanes Schlachten, Tierwohl-Label. Wie klingt das für euch? Passt das zu den Realitäten? Es hat sicherlich seinen Grund, weshalb LandwirtInnen nicht von Massentierhaltung sprechen und weshalb sie lieber auf Begriffe wie Abferkelbucht, Ferkelschutzkorb, Kopieren und Veredelung zurückgreifen. Ihre Vollendung findet die Beschönigung der Sprache aber bei der Jagd. JägerInnen hetzen Tiere nicht brutal zu Tode, sie erlegen Tiere gemeinschaftlich. Das Blut der getöteten Tiere ist Schweiß. Herz, Lunge, Leber und Niere von Rehen und Hirschen sind Geräusch. Eingeweide heißen Gescheide und die Entnahme derselben heißt Aufbrechen. Jägerlatein? In der Tat. Gedeckt ist das Ganze durch Gesetze. Alles aufgeschrieben im Tierschutzgesetz.
laut dem niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen darf. Und vernünftig, das heißt in diesem Fall essbar, tragbar, erforschbar, schießbar, schlachtbar, haltbar, transportierbar. Aber ob nun als Gesetz, auf der Jagd, in den Ställen, in den Schlachtanlagen, auf dem Meer, in Ministerien, in Büchern und Artikeln, in Redewendungen und Sprichwörtern, das Schicksal des Tieres ist auch sprachlich besiedelt. Man behandelte sie wie Tiere. Ein schlimmeres Schicksal können wir uns für andere Menschen nicht vorstellen. Und deutlicher und ernüchternder haben wir nie zum Ausdruck gebracht, wie minderwertig Tiere für uns eigentlich sind. Wenn euch das Video gefallen hat, dann denkt gerne über kreative Lösungen in der Sprache nach, bleibt kritisch und denkt daran, dass wir den Tierkonsum überwinden müssen. Ja, man sollte das echt nicht unterschätzen, was das bedeutet, die Begriffe zu veganisieren, weil speziesistische Begriffe ein bestimmtes Bild vermitteln. Was machen wir zum Beispiel mit der eierlegenden Wollmilchsau? Das ist eine gute Frage. Ja, ich frage mal ChatGPT. Klick, 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 klick. Fruchttragender Nussmilchbaum, ertragreicher Gemüsevielfaltsstrauch, multitalentierte Pflanzenperle. Was gefällt euch am besten? Mir gefällt am besten die multitalentierte Pflanzenperle. Ja, das sollte man in die Welt hinaustragen.